Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Es tut mir leid, es fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Ich war eben gerade beim Zahnarzt gewesen und der hatte mir eine dicke Spritze gegeben und meine ganze Fresse ist jetzt betäubt auf der rechten Seite. Deswegen verzeiht mir das, wenn ich ein bisschen, wenn sich das mal ab und zu ein bisschen komisch anhört. Das sollte sich in ein paar Stunden auf jeden Fall widerlegen. Auf jeden Fall, ja, genug davon. Vielleicht habt ihr es gestern mitbekommen, für die Leute, die immer nach einem neuen Server fragen, ist es wieder soweit. Und zwar startet EU12 am 24.05. um 16 Uhr. Du kannst dir bereits ab dem 17.05. vorab schon einen Charakter erstellen auf dem Server und halt ja, mit deiner E-Mail validieren etc. pp. Kannst es mit deinem SF-Account verknüpfen, damit du deinen Namen schon zum Beispiel gesaved hast. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch wieder spielen. Ich freue mich da extrem drauf, denn das wird ja hoffentlich mal endlich ein Serverstart, den ich auch einigermaßen mitnehmen kann, wo wir ja jetzt auf Twitch auch streamen. Und Serverstarts sind ja sowieso immer was Besonderes und deswegen, ja, ich habe in letzter Zeit sowieso so viel Bock zu streamen. Momentan fällt es mir ein bisschen schwer, weil ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin, aber ich will auf jeden Fall mehr streamen, also mir macht das richtig Spaß jetzt gerade und ja, deswegen da will ich auf jeden Fall auch weiterhin mein ja, Herzblut auch neben YouTube reinfließen lassen. Ansonsten, ja, wie gesagt, auf Twitch sind jetzt soweit auch alle Emotes freigeschaltet, also an alle Abonnenten, die jetzt mittlerweile schon hier ja, einen Sub dagelassen haben, ob verschenkt oder halt eben von selbst so gesubbt. Sind jetzt alle Emotes, die ich eingefügt habe hier, auch stehen jetzt euch zur Verfügung. Ne? Also die sind jetzt auch alle genehmigt worden von Twitch, das hat auch noch ein bisschen gedauert. Deswegen, auf jeden Fall auch ziemlich nice, auch kleine Informationen für die Twitch-Zuschauer. Ansonsten, wenn ihr auf EU12 spielen wollt, ist natürlich immer das Wichtigste, oh Gott, Alter, ich kann kaum reden, ist immer das Wichtigste auf jeden Fall, dass ihr euch vorab alle Vorbereitungen für den Server ja, schafft und am besten ist, wenn der Server um 16 Uhr direkt eröffnet, dass ihr ja, direkt reinstartet mit einer kompletten Gilde mit 50 Leuten, dass ihr die Ausbauten gleich alle am Start habt, damit ihr einen schönen Serverstart habt und das Optimale gleich von Anfang an rausholen könnt, anstatt ja, in so einer halbleeren Gilde oder irgendwo noch sich so reinzuwursteln. Und wer da auf jeden Fall entweder eine Gilde auf EU12 vorhat zu gründen und dafür Member sucht oder als Spieler eine Gilde sucht, kann sehr gerne natürlich auch auf meinem Discord-Server vorbeischauen. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren angepinnt. Und dort gibt es hier eine Sektion Gilden- und Spielersuche. Ja, hier könnt ihr auf jeden Fall, hier wird sogar schon, hier, hat schon der erste heute Morgen schon, oder zwei sogar schon, seit gestern, hier schon ja, sich auf jeden Fall ausgetauscht. Könnt ihr sehr gerne Werbung für euch machen. Könnt euch auf die Suche nach anderen Gilden machen. Falls ihr einen Gilden-Discord-Server habt, postet den hier ruhig rein. Da könnt ihr auf jeden Fall alles, was so rund ums Spieler- und Gildensuche angeht, könnt ihr hier auf jeden Fall für euch dann werben. Und ja, hier haben sich auf jeden Fall in der Vergangenheit schon viele Spieler gefunden. Ansonsten kündige ich hier auch für die, die das nicht mitkriegen sollten, kündige ich hier auf Discord zum Beispiel auch die Livestreams an. Ja, neben den Videos kommen hier auch die Livestream-Ankündigungen rein. Also ja, da verpasst ihr auf jeden Fall auch nichts. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten für alle Leute, ne, ich erwähne es immer wieder, aber es kommen auch immer wieder neue Leute hinzu. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, das zu wiederholen. Für die Leute, die eine, ja, gute Vorbereitung, es sind ja jetzt noch ein paar Tage bis EU12, einen guten Serverstart spielen wollen von Anfang an, den empfehle ich euch auf jeden Fall mal in dieser Playlist hier vorbeizuschauen. Da habe ich so mitunter die nützlichsten Videos, Tipps und Tricks rund um den Serverstart, wie man ja am besten da an die Sache rangeht, verlinkt. Und hier sind 10 Videos insgesamt enthalten und ja, das widerspiegelt nochmal so alle Kernfeatures, alle wichtigen Dinge, dass ihr am Anfang nichts verkackt und ja, nehmt euch da eine Stunde Zeit oder so, eine Stunde, 1,5 Stunden, 2 Stunden, euch da mal durchzustöbern und dann seid ihr erstmal ja, soweit abgedeckt mit allen nützlichen Informationen, die ihr braucht, wie
nutze ich zum Beispiel die Pilzpakete, falls ihr Pilzer seid? Wie spiele ich am besten Free-to-Play, falls ihr Free-to-Play-Spieler seid? Ja, das mit den Pilzpaketen ist zum Beispiel das Video hier. Wie baue ich die Festung am besten aus? Wie baue ich die Unterwelt am besten aus? Ne, hier der Free-to-Play-Guide für die Free-to-Play-Spieler. Dann Thema Pets. Was sind die optimalen Pet-Wege? Wie gehe ich am besten mit den Pets da voran? Ja, hier oben haben wir noch sehr coole allgemeine nützliche Tipps, 10 nützliche Dinge auf jeden Fall, kann ich auch sehr empfehlen. Ansonsten für die Leute, die nicht wissen, welche Klasse sie spielen wollen und welche Klasse sie bevorzugen möchten, ist das Video hier ganz cool auf jeden Fall. Dann, wenn es nachher in die Dungeon-Pause geht, ne? Was ist die Dungeon-Pause? Wie geht man da vor? Das kurz erklärt. Expedition, nochmal ganz kurz, ist jetzt relativ neu, sag ich mal, ne? Und das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf, wenn Leute immer wieder fragen, ey, wie schaffen die das in der und der Zeit auf die Stufe zu kommen? Jo, da musste ich mal einen kleinen Cut machen. Also ja, wie gesagt, stöbert euch da mal durch die komplette Playlist durch, von oben bis unten. Da habt ihr auf jeden Fall weitestgehend eigentlich alles abgedeckt rund um das Game. Und ja, wenn ihr da noch Fragen haben solltet, dann wie gesagt auf dem Discord-Server, da finden sich bestimmt auch immer noch Leute, falls es da irgendwelche Fragen oder zu irgendwelchen Themen gibt. Ne? Da ist die Community natürlich auch immer da und ja, hilft natürlich auch. Ne? Ja, ansonsten, ja, zu meiner Wenigkeit kann ich auf jeden Fall sagen, ich freue mich dermaßen auf den Serverstart, beziehungsweise halt auch wieder, wenn ich ein bisschen aktiver streamen kann. Ich sag mal so, wir haben ja morgen ist Mittwoch, da könnte ich eventuell um 18:30 Uhr auf Twitch live kommen. Ich kann euch das aber wirklich noch nicht versprechen. Das kommt wirklich ganz drauf an, wie es mir dann morgen so ergeht, sag ich mal. Ne? Aber ich habe da so extrem Bock drauf. Ja, wieder ein bisschen öfter live zu kommen auf Twitch und ja, deswegen ärgert mich das auf jeden Fall, dass ich gerade so ein bisschen angeschlagen bin, aber das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin und ja, wenn hier der Serverstart stattfindet am 24.05., da werden wir auf Twitch auch streamen, aber ich werde da erst irgendwann online kommen gegen Abend. Kann ich euch nicht sagen. Also direkt am Serverstart um 16 Uhr bin ich da leider nicht direkt am Start. Irgendwann abends so 18, 19, 20, 21 Uhr, irgendwie so in dem Dreh, weil an diesem Tag bin ich auch zur Hochzeit eingeladen. Ja, deswegen bin ich an dem Tag auch komplett verplant, bis abends halt, wie gesagt. Und deswegen, ja, kann ich da nicht noch ganz genau sagen, wann wir da wieder zu Hause sind, aber ja, werdet ihr auf jeden Fall dann auch rechtzeitig informiert auf meinem Discord-Server, wenn ich da live komme. Ne? Aber ich werde es auf jeden Fall am Freitag streamen, das lasse ich mir nicht entgehen. Auch das Wochenende werden wir ein bisschen reingrinden da auf jeden Fall auf Twitch und deswegen, falls ihr da auf jeden Fall dabei sein solltet oder wolltet, dann ja, lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Follow da. Ne? Wird in Zukunft auf jeden Fall noch viel cooler Content kommen. Ich denke mal, ich werde auch in Zukunft irgendwann mal später das ein oder andere Giveaway auch über Twitch veranstalten, nicht nur hier über YouTube, damit die Leute, die auch auf Twitch am Start sind, auch da ein bisschen was von haben. Und ja, aber den Hauptteil, der findet natürlich hier weiterhin auch auf YouTube statt. Ne? Da könnt ihr euch dann natürlich auch drauf verlassen. Und ja, auch egal, ob Twitch gut läuft oder schlecht läuft, das ist ganz egal, aber YouTube bleibt immer noch so mein Baby, sag ich mal, meine Hauptplattform, weil ja, das mache ich schon extrem lange, das mache ich schon jahrelang. Ich habe ja auch auf der Plattform hier auch hunderte Streams hier auch gemacht und deswegen, ja, tausende Videos werde ich mich, ja, wenn es sein müsste, ja, ich mich entscheiden müsste, dann würde ich mich, glaube ich, immer für YouTube entscheiden. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass dieses ganze Twitch-Ding auf jeden Fall extrem bockt. Ne? Jetzt gerade auch, wo wir Affiliate erreicht haben, ist das wirklich ja, ziemlich cool, auch mit den ganzen Emotes etc. pp. Ne? Aber das habe ich euch ja auch schon tausendmal gesagt. Ne? Ich habe ein massives Item-Problem, merke ich gerade. Denn alle meine Items, die will ich nicht loswerden, weil ich die für die Hexe brauche. Ihr seht das, die sind alle hier 5 oder 10 Millionen wert. Oh. Und ich will die nicht verkaufen, weil ich warten will, dass ich von der Hexe mal irgendwann ein Angebot bekomme hier, von dieser fucking Hexe. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Hexe ist mir wirklich nicht positiv gesonnen, muss man mal einfach so sagen. Also die gibt wirklich einen Scheißdreck auf mich. Boah, Alter, das war eine Punktlandung.
Aber dafür haben wir auch nur einen Schlüssel bzw. eine Kiste bekommen. Ja, das ist zwar ganz nett und schön mit den ganzen Items, dass die alle so viel Gold bringen, aber es führt dazu, dass man jetzt sich nicht ein bestimmtes Item irgendwie aufheben kann, so wie ich es vorher gemacht hatte. Eine bestimmte Art von Item, die man dann so lange hält, bis man das dann verkaufen kann. Sondern man muss einfach alles behalten. Jedes verschiedenste Item muss man irgendwie behalten, weil es extrem viel Gold bringt. Und dadurch kommt es aber zustande, dass du hier fast nichts irgendwie verkaufen kannst. Beziehungsweise weil hier so viele Items dabei sind, die so viel Geld bringen, aber du davon halt einfach nichts abgeben kannst, weil die Hexe nie gönnt. Ja, das ist eine Problematik, die muss auch mal so angesprochen werden, ja. Wir haben hier natürlich noch unseren Rückzug hier, den Mannequin, der uns hier auch noch ein bisschen Platz abnehmen könnte. Aber auch irgendwann ist der vollgelaufen, also es wird auf jeden Fall Zeit in naher Zukunft für das nächste Hexen-Event, ja. Damit wir hier alle unsere Items auch mal wieder wegschmeißen können, beziehungsweise zur Hexe bringen können. Ne? So, ja, wir haben uns jetzt natürlich hier auch wieder eine komplett beschissene Quest ausgewählt. Zumindest haben wir wieder eine Kiste bekommen. Das ist immer so das Minimalste, was ich hier bekommen möchte. Okay, hier ist quasi fast egal, was wir annehmen, ob das oder das. Das bringt uns auch im Umkehrschluss... Ah ne, hier, das bringt 3. Ja, das hatte es nicht vorher auch 5 gebracht? Ne, dann nehmen wir ihn hier. Gut, aber es sind sowieso Overkill. Und die letzten paar Alu, die spiele ich noch so runter. Es ist mal wieder nichts dabei für die Hexe hier. Ist kein einziges Item gedroppt. Das ist wirklich unglaublich, ne? Ja, Leute, ansonsten war es das erstmal soweit. Kleine Information. Und wir sehen uns die nächsten Tage auf jeden Fall wieder. Ich weiß nicht, ob ich es morgen auf Twitch schaffe, abends live zu kommen irgendwann. Ihr werdet es dann sehen. Wie gesagt, auf Discord wisst ihr dann Bescheid. Da kriegt ihr rechtzeitig Bescheid. Ansonsten, wenn es nicht so ist, dann ist es so. Ja, dann geht es mir noch nicht dementsprechend. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und das will ich auf jeden Fall in Zukunft weiterhin machen. Ja, aber man muss dann auch ein bisschen langsamer machen, wenn man ein bisschen, ne, ihr wisst schon Bescheid, alles klar. Aber ich kann immer nicht so, ich komme immer nicht so aus meiner Haut. Ich muss trotzdem. Alles klar, Leute, danke für alles, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und haut rein und bis zum nächsten Mal.